Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. In diesem Monat bleiben wir uns dem Thema treu und aktualisieren ein weiteres Video von vor 2 Jahren. Heute geht es um den Ehegattennachzug. Hier hat sich tatsächlich nicht sehr viel verändert, aber um mit euch ehrlich zu sein, mache ich diese Videos, um die Videos zu diesem Thema einmal komplett auf den aktuellen Stand zu bringen, und damit meine ich auch das Jahr. Hin und wieder werde ich gefragt, ob dies oder jenes noch gilt. Schließlich sind die Videos ja auch schon etwas älter. Wem das Thema Ehegattennachzug nicht interessiert, wird vielleicht auch gar nicht auf das Video geklickt haben. Aber der das alte Video von mir gesehen hat, der wird jetzt nichts Neues erfahren und kann gerne weiterklicken. Es würde mich aber noch mehr freuen, wenn du trotzdem dran bleibst und so mein Video und meinen Kanal unterstützt. Genug der Vorrede, lasst uns starten. Nach der Heirat werden die Eheunterlagen von der Consultoria Jurídica Internacional an das MINRE, also das kubanische Außenministerium, zur Beglaubigung geschickt. Wenn ihr in Havanna heiraten solltet, könnt ihr auch selbst mit den Unterlagen zum MINRE gehen. Wer außerhalb heiratet, muss damit rechnen, dass die Wartezeit das ganze Prozedere stark verzögert. Da wir in Bayamo geheiratet haben, hat das bei uns damals 7 Wochen gedauert. Wenn die Unterlagen wieder vorliegen, müssen sie ins Deutsche übersetzt werden. Dies ist nur an offizieller Stelle möglich. Das Übersetzungsbüro ESTI befindet sich in Havanna und in Santiago de Cuba. Das Büro in Santiago ist nur spärlich besetzt und man muss mit langen Wartezeiten rechnen. Soweit nichts Neues in Kuba. Wenn man dann drankommt, ist die Übersetzung selbst relativ schnell innerhalb von einer Woche fertig. Bevor der Termin bei der deutschen Botschaft ansteht, muss man erst einmal einen Deutschtest A1 ablegen. Der Test wird vom Goethe-Institut durchgeführt. Bei erfolgreichem Abschluss des Tests erhält man das international anerkannte Sprachzertifikat Start Deutsch 1. Das Zertifikat wird am gleichen Tag ausgestellt. Der Test selbst besteht aus einem schriftlichen Teil, bei dem das Hören, das Lesen und das Schreiben auf die Prüfung gestellt wird, sowie einen mündlichen Teil, bei dem ein Gruppengespräch geführt wird. Der Prüfling muss sich telefonisch vorher anmelden. Nun kommt der spannende Part. Das Visum. Zunächst einmal für die Einreise in Deutschland wird eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Dies ist nur überbrückend notwendig, bis die Familienversicherung gilt. Der Versicherungsnachweis muss auch bei der deutschen Botschaft in Havanna vorgelegt werden. Der Termin in der deutschen Botschaft ist vorab über den Webauftritt der Botschaft zu buchen. Hier findet man auch die Antragsunterlagen und eine Auflistung der Unterlagen, welche benötigt werden. Der komplette Vorgang wird dann an die zuständige Ausländerbehörde in Deutschland geschickt. Zuständig ist die Ausländerbehörde, wo der in Deutschland lebende Ehepartner lebt. Sobald die Unterlagen wieder in Havanna vorliegen, wird man telefonisch kontaktiert, und wenn man Glück hat, darf man seinen Reisepass mit einem Einreisevisum für 90 Tage abholen. Die Odyssee endet noch nicht. Nun gehen die Behördengänge in Deutschland los. Das Einreisevisum gilt für 90 Tage. Solange hat man Zeit, um bei der zuständigen Ausländerbehörde vorzusprechen und den Aufenthaltstitel zu beantragen. Dort werden aber natürlich auch entsprechende Unterlagen benötigt, also gehen wir am besten Schritt für Schritt vor. Nach der Einreise führt der erste Weg zum Vermieter, um den kubanischen Part in der Ehe im Haushalt anzumelden. Um genauer zu sagen, benötigt man eine Bestätigung des Vermieters. Natürlich nur, wenn man kein Eigenheim hat. Nachdem diese Bestätigung vorliegt, begibt man sich zum Einwohnermeldeamt. Dort wird der Reisepass vom kubanischen Ehepartner benötigt.
sowie der Ausweis oder der Reisepass vom deutschen Ehepartner, die Heiratsurkunde im Original und in Kopie beglaubigt, sowie die Bestätigung vom Vermieter. Die Beglaubigung der Heiratsurkunde ist an dieser Stelle nicht erneut erforderlich, da dies bereits für die deutsche Botschaft geschehen ist und das Dokument demnach für das Einreisevisum bereits anerkannt wurde. Vom Einwohnermeldeamt erhält man eine Haushaltsbescheinigung. Diese wird mit einer Kopie der Heiratsurkunde und dem Antrag auf Familienversicherung an die Krankenkasse geschickt. Die Aufnahme erfolgt dann zeitnah ab Tag der Einreise. Die Nachweise werden entsprechend zeitnah verschickt. Sobald man diese dann hat, kann man die Incoming-Reiseversicherung auch wieder kündigen. Dem Finanzamt wird durch das Einwohnermeldeamt die Heirat und der Zusammenzug gemeldet. In diesem Fall erhalten beide Ehepartner die Steuerklasse 4. Da der kubanische Ehepartner jedoch im Regelfall vorerst kein oder vielleicht durch einen Minijob nur geringes Einkommen haben wird, lohnt es sich, die Steuerklassen 3 und 5 zu betrachten. Für einen Steuerklassenwechsel ist die Vorsprache im Finanzamt notwendig. Ein Steuerklassenwechsel ist nur einmal im Jahr möglich. Kommen wir nun endlich mal zur Ausländerbehörde. Wie beschrieben erhält man vom Einwohnermeldeamt eine Haushaltsbescheinigung und von der Krankenkasse einen Nachweis über die Familienversicherung. Wichtig für die Ausländerbehörde ist, dass beide Ehepartner unter der gemeldeten Adresse in der Haushaltsbescheinigung wiederzufinden sind. In der Ausländerbehörde erhält man dann den Antrag für den Aufenthaltstitel sowie einen Termin zur Abgabe. In unserem Fall war der Abgabetermin sehr spät, weswegen das Einreisevisum auszulaufen drohte. Dies stellte jedoch kein Problem dar, da die 90 Tage des Einreisevisums lediglich als Zeitraum gilt, bis wann die Person bei der Ausländerbehörde vorzusprechen hat. Eine Fiktionsbescheinigung wird in so einem Fall erteilt, um das Visum zu verlängern. Nachdem der Antrag mit allen laut beigefügten Hinweisblättern notwendigen Unterlagen zum Termin eingereicht wurde, dauerte die Bearbeitungszeit 4 bis 6 Wochen, da für die Erstellung des Aufenthaltstitels die Bundesdruckerei beauftragt wird. Von dieser erhält man auch Post, sobald der Aufenthaltstitel bei der Ausländerbehörde abzuholen ist. Der Aufenthaltstitel wird für 1 bis 3 Jahre vergeben. Mit dem Aufenthaltstitel bekommt man in der Regel auch eine Verpflichtung zum Integrationskurs, sofern die Deutschkenntnisse nicht im ausreichenden Umfang vorhanden sind. Ausreichend heißt hier Sprachniveau B1. Die Suche nach einem Kurs geht am besten über BAMF Navi. Wer das umgehen möchte, sollte sein Sprachniveau also mindestens mit B1 nachweisen können. Okay, das soll es für heute wieder sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn noch nicht geschehen. Dankeschön. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.